Vor 2 Tagen erreichte mich aus der geistigen Welt eine Botschaft mit der Bitte, sie mit meiner Community zu teilen. Dabei gibt's Antwort auf diese Fragen. Wie kann die weibliche Energie des Mondlichts deine Heilung befördern? Warum ist der Vollmond im Wassermann so hilfreich für uns alle? Welches Vollmondritual kannst du durchführen? Wie immer habe ich den Impuls, eine Botschaft aus der geistigen Welt für meine Community zu übermitteln, während meiner täglichen Meditationen erhalten. Täglich zu meditieren ist aus meiner Sicht, und auch wenn ich da jetzt schon wie die Schallplatte mit dem Sprung klinge, ein sehr guter Weg, um den Kontakt zum höheren Selbst, zum Universum, zu Gott herzustellen. Wie Meditieren geht, verlinke ich für dich am Ende dieses Videos. Und jetzt lass uns nicht lange warten, sondern starten und rüber switchen zum Channeling. Da ich mich am Ende nicht noch einmal melden werde, hoffe ich, du nimmst Inspirationen aus dieser Botschaft für dich mit und machst vielleicht sogar das von der geistigen Welt vorgeschlagene Mondritual. Und mir wurde auch gesagt, dass es zwar gut ist, es zum Zeitpunkt des Vollmondes zu machen, aber ein bisschen davor und ein bisschen danach sind die Energien des Vollmondes ja ebenfalls für uns alle noch spürbar. Ich wünsche dir eine gute Zeit, gutes Gelingen, gute Erkenntnisse und verabschiede mich an dieser Stelle schon mal bis zum nächsten Video oder Podcast und sage Tschüss. Ich verbinde mich mit dem grün-goldenen Licht und liebevollen Aspekt der Urquelle und frage für meine Zuseher und Zuhörer auf meinem Kanal, was ist jetzt wichtig für uns zu wissen, gegebenenfalls zu tun? Und welche Bedeutung hat der Blue Moon am 19. August möglicherweise für uns alle? Und danke für eure Botschaft schon jetzt. Wir grüßen dich und deine Zuseher und Zuhörer und höret unsere Botschaft. Zu allen Zeiten haben die Menschen dem Mond eine besondere Bedeutung beigemessen, vor allem weil er die weibliche, schöpferische Kraft in euch allen weckt und anspricht. Und darum geht es auch jetzt bei diesem ganz besonderen Vollmond. Resümieren, loslassen, was nicht mehr passt. Dieser besonders helle Vollmond mit seinem besonders hellen Licht verströmt die Kraft der Weiblichkeit für euch alle, in den Männern wie in den Frauen. Was bedeutet die weibliche Kraft? Sie bedeutet Schöpfertum. Sie bedeutet Gebären aus sich heraus. Und darum geht es jetzt. Gebären aus sich heraus. Denn ihr, die ihr jetzt inkarniert seid, seid die Geburtshelfer dieser neuen Zeit. Und so gilt es zunächst, euch zu heilen von all dem, was euch Schmerzen verursacht. Psychischen Schmerz, angesammelt von euren Seelen in ihren vielen Inkarnationen. Körperlichen Schmerz, in dem der psychische Schmerz sich äußert. Davon befreit euch, damit Platz ist für das Neue. Und dieser besondere Mond findet nicht von ungefähr im Zeichen des Wassermann, eines Luftzeichens statt. Was ist das Typische von Luft? Sie ist leicht, sie bewegt sich schnell hin und her, schnell und plötzlich, unerwartet. Rechnet also mit Unerwartetem, gebt euch dem hin, vollkommen sicher, dass genau das geschieht, was jetzt geschehen soll.
Fürchtet euch nicht, befreit euch von dem Alten, egal ob es Situationen sind, Menschen sind, Schmerzen sind, Glaubensmuster, in die ihr so oft nach wie vor verfallt, weil ihr sie so oft geübt habt in all eurer Zeit. Was könnt ihr konkret tun? Egal, ob ihr diesen Mond zu der Zeit, an der er für euch normalerweise sichtbar wäre, tatsächlich seht oder ob er von Wolken verhangen ist. Das spielt keine Rolle. Begebt euch nach draußen, am besten in die Natur, auf eine schöne Wiese, in einen wunderbaren Wald, auf einen Berg. Hauptsache, geht nach draußen ins Freie. Und wenn ihr in einer der großen Städte lebt, geht im Zweifel auf den Balkon. Verbindet euer Herz mit dem Licht des Mondes, mit der Kraft des Urweiblichen, mit der Kraft des Luftigen, des Flexiblen, des sich ewig Anpassenden und befreit euch von allem Alten von innen heraus. Stellt euch vor, das Mondlicht nistet sich in euren Herzraum ein und wie ein Same in der Erde durch gutes Gießen sich langsam entfaltet zum Pflänzchen und dann zur Pflanze und zum großen Baum oder Strauch oder zu einer wunderbaren Blume wird, lasst dieses Mondlicht euren Herzraum erleuchten und stellt euch vor, dass dieses Licht immer größer wird, immer größer, die Begrenzungen eurer Körperlichkeit durchbricht, weiter wird und weiter und weiter, weit hinaus reicht ins Universum, in Höhen, die euch schwindelerregend erscheinen mögen, aber auch, dass dieses Mondlicht gleichermaßen euch wie Wurzeln nach unten verankert in die Erde, bis in ihre tiefsten Tiefen, sodass ihr gut verankert seid auf der Erde und im Kosmos, im Universum, so wie ihr es euch am besten vorstellen könnt. Und dann gebt in diesen Lichtraum, den ihr so geschaffen habt, all euren Schmerz, all eure negativen, belastenden Dinge, Situationen, Schmerzen, auch gegebenenfalls Beziehungsmuster hinein und bittet im Geiste oder indem ihr es mit irgendeinem Satz, der euch in dem Augenblick erreichen wird, aussprecht an das Mondlicht ab und befreit euch. Und indem ihr das tut, seid ihr frei, das Neue, das jetzt auf uns alle zukommt, zu empfangen. Und seid gewiss, die geistige Welt, das Universum, Gott, euer höheres Selbst, wie auch immer ihr es nennt, unterstützen euch, sind da für euch. Dann nehmt 1, 2, 3 tiefe Atemzüge, entspannt euch in dieses Licht hinein und macht euch bewusst, dass ihr jetzt frei seid, frei für das Neue, frei das Neue zu empfangen, frei vor allem vor jeder Angst vor dem Neuen und frei von dem Zwang, ewiglich wie gewohnt die Kontrolle, die Macht ausüben zu müssen, die keine wahre Macht ist, sondern nur ein Schatten der Macht. Wahre Macht besteht in eurem Schöpfertum. Ihr seid Schöpferwesen. Und wir danken euch für euer Sein. Wir lernen alle so viel voneinander. Wir lieben euch. Wir danken euch.